Mit diesem Video wird ein Traum wahr. Bikepacken in der unglaublichen Kulisse der Lofoten. Und diesen Traum habe ich nicht alleine geträumt, sondern mit meiner Frau, die in diesem Video hinter der Kamera mit dabei ist. Wir werden euch mitnehmen über Brücken, durch Tunnel, entlang der Küstenstraße, zu unglaublichen Landschaften, auf eine Kajaktour und verschiedene Wanderungen. All das werdet ihr erleben. Und am Ende stellen wir uns die ganz zentrale Frage: Lohnt sich das Bikepacken hier überhaupt? Für euch jetzt zurücklehnen, entspannen und genießen. Genau das wollen wir mit diesem Video vermitteln. Es wird ein bisschen länger und es wird bestimmt auch schön. Also viel Spaß! Da sitzen wir also nun im Camper nach Norwegen. Lang geplant, jetzt endlich Realität. Dass wir am Ende über 2000 Treppenstufen hinaufsteigen, die nepalesische Sherpas in den Lofoten gebaut haben, das war uns hier noch nicht bewusst. Doch was klar war, für diese Reise ist eine große Strecke zu bewältigen. Knapp 3000 Kilometer rollen wir von München über Schweden, Lappland und Kiruna, wo wir einer Kirche beim Wandern zusehen, bis in die Lofoten. Wir sind zum ersten Mal im Polarkreis, begegnen Elchen, fahren teilweise 10 Stunden und merken, wie die Tage immer länger werden, bis die Sonne gar nicht mehr untergeht. Auf dem Plan steht eine entspannte Radreise durch eine der schönsten Inselgruppen der Welt. Circa 220 Kilometer und 2000 Höhenmeter sind geplant. Das sind keine großen Werte. Ich bin zum Beispiel das Doppelte ja schon mal in 24 Stunden gefahren, wenn wir uns an München-Venedig erinnern. Doch darum geht es auch hier nicht. Wir wollen wortwörtlich eintauchen, wandern, entdecken und mit euch in Ruhe diese tolle Landschaft genießen. Was wir im Video auch sehen werden: Die Lofoten waren zu dieser Zeit stark besucht. Viele Medienberichte sagen, dass die einst ruhige Insellandschaft vom Massentourismus befallen ist. Darauf werden wir im Video auch immer mal wieder eingehen. Unsere Tour startet in Svolvær, wo wir unseren Camper parken und nachher hoffentlich mit dem öffentlichen Bus zurückkehren werden. Ob das klappt, werden wir noch sehen. Der Ort ist jedenfalls wenig charmant. Viele große Hotels, Geschäfte, Werften, Infrastruktur, sogar Kreuzfahrtschiffe legen an. Entsprechend schnell machen wir die letzten Besorgungen und springen dann aufs Rad in die Natur. Und auf geht's! Hey! Schon mit den ersten Kilometern am Rad wird es etwas ruhiger und wir sind jetzt hier gerade in Kabelvåg angekommen, dem ältesten Fischerdorf der Lofoten, im 12. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt. Heute nicht mehr so wichtig, da gibt es andere Orte, die heute eine größere Rolle spielen, aber schon damals einer der ersten Handelspunkte nördlich des Polarkreises und auch Heimat der Vagankirche, wird auch Kathedrale der Lofoten genannt, haben wir gerade gesehen. Sieht schon ganz schön aus. Und wir machen hier eine ganz kleine Pause und dann geht es weiter zum ersten Strand. Und da zeigen wir euch mal, was alles so auf den Rädern ist. Ihr seht schon, noch ist alles recht dicht besiedelt und wir haben auch einen getrennten Radweg neben der Straße. Das wird leider nicht die ganze Zeit so bleiben, kommen wir später drauf. Doch was ihr auch seht, das ist dieses Zeichen. Der Eurovelo 1 oder auch Atlantikküstenradweg führt in Summe über 10.000 Kilometer vom Nordkap bis hinunter nach Portugal. In diesem Video spielt er eine kleine Rolle, vielleicht mal in der Zukunft eine größere. Gibt es Personen unter euch oder kennt ihr jemanden, die diesen Radweg schon mal komplett gefahren sind? Schreibt die Erfahrungen gerne unten in die Kommentare. Wie versprochen, der erste Strand. Da ist eine ganze Menge los, viele Menschen am Baden. Verständlich, denn es ist einfach wunderschön. Wir haben uns hier einen ruhigen Ort gesucht. Ihr seht das Meer, die Segelschiffe, die Berge.
Ein Traum, und davon wird es in diesem Video natürlich noch viel, viel mehr geben. 3 kleine Punkte an dieser Stelle. Erstens, es ist 19 Uhr und schaut mal, wo die Sonne steht. Fast noch oben. Wir sind hier im Mitsommer. Die Sonne wird nicht untergehen. 24 Stunden am Tag. In der Wetter-App kein Sonnenuntergang. Und das Zweite, haben wir ja schon am Anfang erwähnt, wir sind zum ersten Mal als Paar bikepackend unterwegs. Hinter der Kamera ist also nicht der Kameramann Linus, sondern eine Kamerafrau und gleichzeitig auch meine Frau. Grüß dich. Sie ist hinter der Kamera und bleibt auch erstmal hinter der Kamera. Mal schauen, vielleicht gibt es aber den ein oder anderen Kommentar von dir. Und was wir auch besprechen wollten, Punkt Nummer 3, die Taschen und das Equipment, was wir dabei haben. Zunächst einmal, alles davon ist unten fein säuberlich in der Beschreibung verlinkt. Erinnert mich, wenn da irgendwas fehlen sollte, gerne in den Kommentaren. Wir haben dabei ein Zelt hier vorne. Wir haben hier unser Schlafequipment, Isomatte mit weiteren, wie zum Beispiel warmen Jacken am Morgen. Hier hinten auch unsere Schlafsäcke und alles zum Schlafen. Das heißt, alles, was an diesem Rad ist, eher leichter beladen, ist für den Abend und die Taschen sind fest den ganzen Tag dort angebracht. Bei mir ist dann neben dem Zelt Kleinteile, Werkzeug, Lampen, ein bisschen was an Technik und hier hinten diese 2 riesigen Taschen, die auch wirklich schwer sind. Also das Rad ist jetzt echt schwer. Dabei aber den Vorteil bei den Top-Loadern, dass wir eben von oben super reingreifen können und wir haben dann einige Organisationstaschen da drin für Bekleidung, für Shampoo, Zahnbürsten etc. und auch für weitere Technik. Meine Birkenstocks sind noch hier drin und natürlich auch einiges an Essensvorräten, die wir jetzt schon dabei haben und über die Tage aufbrauchen werden. Und was wir hier alles angebracht haben, ist gut und schön. Es gibt dann natürlich noch das, was ich hier trage. Und da kommt unser Partner Ryzen ins Spiel, die dieses Video hier möglich machen. Und es gibt auch einen neuen Gutscheincode, der direkt unten in der Beschreibung zu finden ist. Ihr seht hier bei mir das Gravel-Outfit. Dieses Shirt hier trage ich nicht nur beim Radfahren, sondern auch beim Laufen. Ich mag es im Fitnessstudio, hat viele kleine, tolle Details. Ebenso hier die Gravel Short, die dann mit einer Cargo-Bib untermauert ist. Diese Cargo-Bib hat natürlich hinten eine Polsterung und auch seitlich praktische Taschen, die ihr super nutzen könnt. Auch die ist jetzt endlich wieder im Shop verfügbar, war lange Zeit ausverkauft, weil so beliebt. Das Outfit und auch mein Rennrad-Outfit findet ihr unten in der Beschreibung. Alles weitere rund um unser Gepäck werdet ihr im Video ja auch immer mal wieder sehen, wenn wir auspacken. Denn wir werden dann gleich auch schon den ersten Camping-Spot aufschlagen an einem ganz besonderen Strand. Da fahren wir jetzt hin. Nach dem kurzen Abstecher auf Gravel und den vorherigen Radwegen kommen wir jetzt auf dieser großen Straße an und sie wird uns begleiten, das kann ich euch sagen. Die Europastraße 10 oder auch kurz E10 ist die wichtigste Verkehrsachse der Lofoten, die wir uns immer wieder mit allen Verkehrsteilnehmern teilen müssen und dabei geht es über große Brücken und durch lange Tunnel und dem ersten langen Tunnel nähern wir uns gerade. Das kann ganz schön einschüchternd sein, insbesondere wenn es keinen getrennten Gehweg gibt. An dieser Stelle Ruhe bewahren, Lichter einschalten. Wir bewegen uns als Team rechts am Rand des Tunnels und sind froh, als wir am Ende sicher aus dem Tunnel ausfahren und unserem Schlafplatz immer näher kommen. Angekommen an unserem ersten Übernachtungspunkt, dem Rørvika Strand. Hier unten seht ihr das Ganze in so einer Sonnenuntergangsstimmung, die ja nicht untergeht. Das macht es auch sehr besonders, denn dieser Strand ist sehr beliebt hier zum Mitsommer. Und wir werden hier in diesem markierten Bereich mit dem Zelt schlafen und das ist ein offiziell ausgewiesener Campingspot. Wir wägen jetzt gleich mal noch ab, ob wir Richtung Henningswehr und dabei auch noch zu einer besonderen Wanderung heute Nacht gehen werden oder morgen in der Früh. Das besprechen wir jetzt. Jetzt aber erstmal den Strand anschauen.
Ja, jetzt müssen wir uns einen Spot suchen, ne? Hier? Und das wird jetzt zur Routine. Die Taschen vom Rad nehmen, ganz entspannt das Zelt aufbauen, einen Schlafplatz schaffen und im Vergleich zu meinem vorherigen Zelt, wo der Auf- und Abbau eine Katastrophe war, war das hier eine richtig gute Anschaffung. In dem Fall das Nemo Equipment Dragonfly Osmo Bikepacking Zelt für 2 Personen und mit dazu habe ich mir neben der Thermarest Isomatte, die ich noch vom Deutschlandcross habe, eine Nemo Equipment Isomatte geholt. Die ist etwas schwerer, dafür aber deutlich bequemer als die Thermarest und macht nicht so viele Geräusche, wenn man sich beim Schlaf dreht. Wen das Ganze interessiert, unten in der Beschreibung sind die Produkte mit Empfehlung verlinkt. Richtig gut aufgebaut und auch spannend zu sehen, wie andere das hier lösen mit so Wäscheleinen und ihre Sachen trocknen. Und jetzt so langsam kommt die Nacht. Also die Entscheidung ist gefallen, wir machen doch noch heute Abend die Wanderung. Der Grund ist ganz klar dieses Licht hier. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera rauskommt. Schaut euch das an, die Spiegelung hier unten. Da oben das rote Licht. Hier raus die Berge. Komplett verrückt. Die Fahrräder abgestellt und abgeschlossen, auf geht's auf die Wanderung zum Fest Walk Tint. Diese Wanderung ist eine der beliebtesten der Lofoten. Wenn ihr ganz aufsteigt, dann sind es 530 Höhenmeter. Es gibt aber auch einen Aussichtspunkt knapp in der Mitte auf ca. 250 Höhenmetern und genau dort wandern wir jetzt hinauf, um nachher nicht allzu spät im Zelt zu liegen. Die Wanderung ist steil und rutschig und wir werden während unserer Zeit in den Lofoten feststellen, dass das bei fast allen Wanderungen so ist. Bedeutet, gutes Schuhwerk mitnehmen und wer dabei auf einer Bikepacking-Tour nicht noch zusätzliche Schuhe einpacken möchte, der muss, so wie wir, auf Klickschuhe verzichten und stattdessen Schuhe mit Profil mitnehmen. Das hat gut geklappt, jetzt aber erstmal bergauf. Hier sind wir jetzt in einem Stausee angekommen. Markiert ungefähr 1/3 der Strecke hoch zum Gipfel, der nochmal ganz dort oben hoch liegt. Also da oben ist der Gipfel. Und das machen wir jetzt nicht. Es reicht. Wir haben exakt Mitternacht, also 23:59 Uhr. Und wir gehen zumindest an den kleinen Aussichtspunkt. Freue ich mich auch schon drauf. Wow, magisch. Schaut euch das an. Und damit ist es gepackt, die kleine Mitternachtswanderung. Wir sehen jetzt hier die Inseln, die vielen Inseln von Henningsver. Da unten dieser Ort, ca. 500 Einwohner, verteilt auf mehrere Inseln. Und es heißt, dass dort die dichteste Bevölkerung ist. Also da sind die Häuser wirklich richtig gequetscht. Und da werden wir morgen früh frühstücken. Jetzt aber erstmal die Aussicht genießen. Auch die umliegenden Berge richtig stark. Das Licht ist der Hammer. Und was ihr auch vielleicht seht, ganz in der Ferne, da hinten, da ist dieses weltbekannte Fußballstadion. Die UEFA hat es schon in Werbeclips genutzt. Wir schauen uns das Ganze jetzt auch noch mal ein bisschen näher an. Jetzt ist hier durch die Gezeiten ein richtiger Strand entstanden, der eben nicht da war, als wir das Zelt aufgebaut haben. Ein langer erster Tag liegt hinter den beiden. Zwar wurden nur 35 Kilometer auf dem Rad bewältigt, doch es gab so viele Eindrücke bis zur Wanderung spät in der Nacht.
Tag 2 startet nach nicht sonderlich erholsamem Schlaf. Geplant sind mindestens 50 Kilometer. Von Rørvika geht es bis nach Henningsvær und zurück. Über eine der größten Brücken der Lofoten fahren sie dann direkt hinein in den Gegenwind entlang der Küstenstraße. Auf geht's! Wolken? Wolken? So, alles wieder gut beladen. Die Fahrräder sind bereit, wir sind es auch. 1 Stunde hat das Ganze jetzt circa gedauert und jetzt geht's nach Henningsvær. Da haben wir uns einen Kaffee, Frühstück und starten in den Tag. Kommt mit! Hier sehen wir auf jeden Fall die verrücktesten Orte, um zu campen. Auf Felsen, an Vorsprüngen, aber auch tolle kleine Ferienapartments, Campingplätze, verschiedenste Setups auf Autos, seien es Dachzelte, große Camper, kleine Camper, alles gibt's hier. Da rollen wir also zum ersten Mal in das kleine Fischerdorf ein, was wir gestern auf der Wanderung schon von oben gesehen haben. Circa 500 Einwohner können ihren Ort nur über 2 Brücken erreichen. Und früher hat hier die Fischindustrie geboomt, insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert. Heute boomt hier der Tourismus tatsächlich. Viele Camper schieben sich durch diesen kleinen Ort, viele Menschen sind dort unterwegs. Es gibt einige sehr junge Cafés. Es ist eine hippe, eher künstlerische Atmosphäre, insbesondere an der Treware-Fabriken, aber auch an der Kaviar-Fabriken einer Galerie. All das kann man da heute erleben. Wir lassen uns ein bisschen treiben, trinken Kaffee, frühstücken und dann geht's weiter. Ihr hört schon, der Wind fegt. Auf unserer Route von Ost nach West haben wir meist Gegenwind. Wer die Strecke umkehrt, also von West nach Ost fährt, hat meist Rückenwind. Also überlegt's euch gut. In jedem Fall nähern wir uns jetzt der größten Brücke, die wir überfahren werden, der Gimsø-Brücke mit insgesamt 800 Metern. Und auch dort fegt der Wind drüber. Das heißt, gut konzentrieren, während wir uns dieser Brücke nähern. Jetzt geht's über die große Brücke. Mit dem Ausblick. Hier noch strahlender Sonnenschein und keine 30 Minuten später dichte Wolken und erste Regentropfen. Das Wetter auf den Lofoten wechselt sehr, sehr schnell und wir sind angekommen auf einem tristen, eher langweiligen Teilstück der Europastraße 10. Die Stimmung geht nach unten. Dieses Stück könntet ihr umfahren, wie ich später erfahren habe, und unten in der Beschreibung findet ihr die verschiedenen GPS-Planungen, habe ich euch in einem Beitrag abgelegt, könnt ihr also reinschauen. Wir haben uns trotzdem für diesen Abschnitt entschieden, weil wir einem besonderen Café und Hostel einen Besuch abstatten möchten. Und das wirkt gerade wie eine Oase, um die Stimmung zu heben. Und als wir dann hier so saßen, gegessen haben, der Körper runtergefahren ist, kam Müdigkeit auf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und da haben wir die Rezeption gefragt, gibt es hier im Hostel irgendwo im Mehrbettzimmer noch 2 Betten? Die Antwort war ja. Und das war eine Entscheidung für Komfort und gegen den Regen in der Nacht, der unser komplettes Zelt und Equipment durchnässt hätte. Wir haben sogar noch Handtücher für die Sauna bekommen und sind dann unten am Wasser beim Sonnenuntergang in die Sauna. Schaut euch dieses Licht an. Unfassbar schön. Das hat so richtig gut getan und damit war Tag 2 beendet. Dieser Tag endet nach 50 Kilometern. Voller Wind, Meer und schmalen Küstenstraßen. Nun wird Kraft gesammelt, bevor die 3. Etappe ruft, über 55 Kilometer entlang der Küste, vorbei an uralten Wikingerhäusern und hin zu faszinierenden Stränden. An einem der schönsten Strände der Lofoten soll das Zelt für die Nacht aufgeschlagen werden. Ob dieser Plan aufgeht, das werden wir jetzt sehen.
Goodbye. Jetzt rollen wir in Bork ein und hier werden erstmal die Taschen aufgefüllt im Supermarkt. Und wenn ihr hier seid, könntet ihr auch, gute Idee, zum Wikingermuseum, das größte jemals gefundene Wikinger-Langhaus hier zu finden. 83 Meter lang, 25 Meter breit. Ihr könnt in der Ausstellung auch bei Schiffsfahrten teilnehmen. Für uns geht es weiter in Richtung Supermarkt und zum Strand. Voll beladen nach dem Einkauf. Hier vorne die Bananen, hinten drin noch eine Menge Gepäck. Muss ich aufpassen, dass das Vorderrad nicht abhebt. Hinten sind bestimmt 25 Kilogramm geladen. Und ja, die Supermarktdichte hier ist schon relativ hoch noch, aber man muss schon ein bisschen planen, denn die Cafés und Restaurants sind schon ziemlich teuer für deutsche Verhältnisse. Ein Hauptgericht, und ich rede nicht von einer großen Portion, sind so zwischen 25 und 30 Euro. Und so ein Frühstück heute Morgen einfach mal 19 Euro, und da war auch nicht viel drauf. Also Supermarkt ist schon gut. Wir sind angekommen, hier am Strand von Unstadt, einem kleinen Dörfchen mit 200 Einwohnern, total idyllisch in der Bucht gelegen. 2 Tunnel mussten wir hinter uns bringen, um hierher zu kommen. Und dann das, schaut euch den Strand an. Wir werden jetzt hier erstmal ein kleines Picknick einlegen und den Surferinnen und Surfern zuschauen. Der Ort hier ist nämlich bekannt für Surfen. Es gibt ein Surfcamp, es gibt Café und eine Lodge etc. Wir stärken uns und dann geht's weiter. Heiß. Das hohe Gewicht hinten macht sich bemerkbar. Hier dieser Quick Rack von Ortlieb, der rutscht mir gerade an der Stange immer weiter nach hinten. Ich glaube, die Schrauben sind nicht fest genug und dadurch kommt das Gepäck auch weiter nach hinten. Ich glaube, die Maximallast ist 25 Kilo. Kann sein, dass wir die überschritten haben, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall das hier nochmal einmal öffnen, mehr nach hier schieben und dann sollte es auch wieder gehen. Und jetzt sind wir gerade wieder abgebogen von der E10 auf eine Nebenstraße. Das Ganze ist eher wie eine Verästelung in unserem GPS-Track. Man muss immer wieder zur Hauptstraße der E10 zurück. Damit muss man jedoch hier auf den Lofoten klarkommen, denn es gibt nicht viele Neben- und Seitenstraßen und dann muss man den Weg auch wieder zurück. Das machen wir aber gern. Wir nehmen euch mit zum Hauklan-Strand, einer der schönsten. Wow, unfassbar. Das hier sind mal Campingplätze der allerfeinsten Sorte. Direkt an diesem besonderen Strand, erste Reihe. Krass.
Ihr merkt schon, die Begeisterung und Euphorie für den Strand und auch die Landschaft sind enorm hoch vor Ort. Doch was wir nachher auch besprechen ist, dass wir hier am Rande der Welt sind und es gibt große Parkplätze, Campingplätze direkt am Strand. Viele Menschen auf einem eigentlich einsamen Strand. Ja, das ist wirklich so. Die Lofoten sind sehr, sehr beliebt aktuell als Ziel und leiden darunter, dass so viele Touristen den Ort besuchen. Und ja, wir sind Teil von all dem. Wir finden die Landschaft nun mal auch faszinierend und möchten sie gern besuchen. Es stellt sich immer die Frage, wie das in Einklang mit der Natur und auch natürlich mit den Menschen vor Ort passieren kann. Und genau aus dem Grund haben wir uns auch entschieden, nicht auch noch tiefer in die Natur einzudringen und irgendwo wilder zu campen, um da vielleicht auch noch weitere Spuren zu hinterlassen, sondern uns immer an ausgewiesene Campingplätze zu halten, um dort unser Zelt aufzuschlagen. Das bedeutet aber auch, dass du einfach neben zig anderen Menschen mit deinem Zelt am Strand liegst. Der Vorteil wiederum, es gibt Toiletten, Duschen und einen leckeren Kaffee nebenan. Das macht natürlich das Campen etwas komfortabler. 22 Uhr, das Zelt ist aufgebaut, alles ist parat und wir gehen nochmal auf eine kleine Wanderung dort drüben hinauf. Die Wanderungen zur Mitternachtssonne sind etwas, was ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Diese Farben, die ihr hier gerade seht und die auf der Kamera nur so teilweise rauskommen, sind über Stunden hinweg zu beobachten. Du sitzt dort, die Kinnlade fällt runter und du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Also klare Empfehlung. Das einzige Thema ist, dass der Biorhythmus komplett durcheinander geworfen wird, weil du einfach nicht weißt, wann Schlafenszeit ist. Wir sind jetzt ganz einfache 150 Höhenmeter hochgegangen und schaut euch das Licht an. Ein Traum. Direkt ein kleiner See, die Sonne drüben. Wieder am Zelt angekommen. Jetzt geht's in die Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Was für ein unfassbares Licht am Tagesende. Doch nur eine kurze Nacht steht an. An Tag 4 planen die beiden eine ruhigere Etappe mit 30 Kilometern. Entlang dem wichtigen Knotenpunkt Leknes, vorbei an Buchten bis zu einem der schönsten Abschnitte der gesamten Tour. Doch seht selbst. Boah. Heiß. Das war eine richtig harte Nacht. Gestern Abend noch so lange wach gelegen nach der Wanderung, den ganzen Tag verarbeitet, ist wieder so viel passiert. Und dann schläfst du erst gegen 1, halb 2, wenn überhaupt ein. Dann bleibt es ja die ganze Zeit dezent hell. Ich habe zwar eine Schlafmaske, aber trotzdem irgendwie so leicht hell. Und die Möwen hier, die kreischen die ganze Zeit. Und dann ab 4 Uhr morgens wird das Zelt wieder richtig heiß, musst alles aufmachen, dann gibt es ein bisschen Durchzug, aber trotzdem bei der Sonne, die jetzt schon steht, heizt das Zelt natürlich auf. Boah, jetzt erstmal hier in den Schatten setzen und mal wieder ein bisschen aufs Leben klarkommen. Schön ist es alle Male, aber erholsamer Schlaf ist es nicht. Tschüss, schöner Platz. Oh nein, Mist. Der erste platte Reifen auf der Tour. Wahrscheinlich gestern Abend irgendwann passiert, heute gemerkt. Wir wollten jetzt gerade losfahren und jetzt gerade geht's nicht mehr. Also schauen wir mal, dass wir das geflickt bekommen und hoffen wir, dass wir alles dabei haben. Das ist der Übeltäter. Jetzt haben wir hier gerade einmal den Mantel überprüft und da ist der Übeltäter. Kleines metallisches Ding. Okay. Einen anderen Schlauch noch mit so Patches repariert, damit wir noch einen zweiten Ersatzschlauch haben jetzt. Voll gut, dass es hier aufgefallen ist, denn hier mit den Möglichkeiten Toilette etc. war es viel leichter, den jetzt auch zu reparieren.
Und dann heißt es immer, direkt machen, bevor man dann nochmal auf der Tour jetzt einen zweiten Platten hat und es einfach nicht weitergeht. Von daher gelöst. Und wir rollen wieder. Perfekt. Hier ist noch einmal der Hauglan-Strand, wo wir uns jetzt richtig Zeit genommen haben und auch ich ganz persönlich viel Zeit gebraucht habe. Die Nacht war so hart und dann erstmal langsam, richtig langsam in den Tag gestartet. Den Strand noch mal genutzt, ins eiskalte Meer gesprungen. Ihr seht schon, das ist hier die Karibik in der Arktik, kann man fast sagen. Super kaltes Wasser, sehr erfrischend, auch wunderschön. Und der Strand besteht aus 2 verschiedenen Stränden. Seht ihr gerade auch in den Aufnahmen. Gestern waren wir da hinter mir auf dem Berg zum Wandern, haben da noch einen anderen Strand gesehen. Den Namen blende ich euch ein. Und jetzt geht es weiter in Richtung Leknes. Da werden wir uns noch mal die Taschen voll machen und was essen. Und es geht direkt schonungslos auf Gravel bergauf. Und hier ist wieder Infrastruktur und zwar richtig viel. Supermärkte, Tankstellen, alles was ihr sucht, gibt es dann hier. Wow. Hi. Vor diesem Tunnel wurden wir gewarnt. 3 Kilometer lang führt er unter dem Meer entlang und geht dabei zunächst nach unten und dann wieder hinauf. Und genau das ist 2 Radfahrerinnen, denen wir begegnet sind, zum Verhängnis geworden. Sie sind nicht auf dem Fußgängerweg gefahren und hatten dann auf der Fahrbahn das Problem, dass sie kein Licht eingeschaltet hatten und die Autos sie quasi aus dem Tunnel rausgehupt haben. Muss sehr beängstigend gewesen sein. Und jetzt geht es im Tunnel bergauf. Dabei ist man natürlich langsam und jetzt stellt euch vor, ihr seid auf der Gegenspur und Autos sind hinter euch. Also wenn ihr das Ganze nachfahrt, dann nutzt auf jeden Fall diesen Gehweg hier an der Seite. So wie wir es gerade machen, funktioniert es gut. Die lauten Geräusche, die muss man manchmal wegignorieren, aber sonst perfekt. Gleich haben wir es. Geschafft. Sauber. Die Mädels gerade eben hatten eine Nahtoderfahrung, ne? Ja, wir zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Also wenn ihr das hier macht, nutzt den Gehweg und Lichter an. ...52 Kilometer bis zu unserem Zielort A. Was für ein simpler Name für einen Ort. Die Kühe grasen direkt am Meer, die Schatten werden länger, die Farben besonders. Es ist 9 Uhr abends und wir fahren jetzt auf eines der schönsten Stücke unserer gesamten Tour und das insbesondere wegen der Lichtstimmung. Mit den nächsten Szenen lasse ich euch einfach mal alleine. Schaut euch das an, direkt am Meer, das Schatten- und Lichtspiel, unbeschreiblich.
Und bei dieser phänomenalen Lichtstimmung rollen wir jetzt in Flagstadt ein, einem kleinen Dorf mit Kirche und dem Lofoten Beach Camp, einem großen Campingplatz. Und man kann es nicht anders sagen, ihr seht es auch selbst, dieser Platz ist voll. Dennoch ist es für uns jetzt die beste Option, hier unser Zelt aufzuschlagen. Seit Kopenhagen nehme ich jetzt den Akku von der elektrischen Schaltung ab, weil wurde mir geklaut in der Stadt. Wenn das hier passieren würde, mega bitter, weil dann kannst du einfach nicht mehr schalten. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt so nach den ersten Erfahrungen mit dem Gravelbike mit elektrischer Schaltung, wenn ich nochmal eins hole, mir tatsächlich wieder eins ohne elektrische Schaltung hole. Bei Rennrädern ist mir das egal, auch beim Mountainbike ist mir das egal. Aber beim Gravelbike nervt es richtig, wenn du auf so einer Tour hier unterwegs bist, der Akku ist leer, musst du den wieder laden, musst das Ladegerät dabei haben, nervt. Und Punkt 2, wenn er dir geklaut wird, ist Ende im Gelände. Und das wäre hier richtig bitter, weil auf den Lofoten gibt es ganz sicher nicht so ein... Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich einen kaufen könnte. Von daher mache ich den jetzt immer ab. Die Räder am Zelt angeschlossen, das Zelt wieder aufgebaut. Und so langsam hat man dann einen Dreh raus nach mehreren Tagen. Läuft richtig gut. Hier haben wir quasi unsere Garage, also da liegt alles drin, was wir heute Abend nicht mehr brauchen. Und hier drüben liegt alles, was wir brauchen. Und dann haben wir schon die Isomatten drin, wir haben die Schlafsäcke drin. Einfach ein Traum, echt richtig cool. An diesen besonderen Tag werden die beiden wohl länger zurückdenken. Jetzt geht's in die Nachtruhe, bevor morgen circa 35 Kilometer geplant sind. Vorbei an Stränden, die der Karibik ähneln, bis in die malerischen Fischerdörfer Hamnö und Rheine. Ein Gespräch bringt die beiden zu einer tollen Gelegenheit, die sie nutzen werden. Ja, guten Morgen. Die Nacht war merklich besser, auch wenn ich wahrscheinlich nicht so aussehe. Aber ein großer Vorteil, den ich heute endlich mal genutzt habe, Oropax. Das ist wirklich wertvoll, die Ohren zuzuhaben. Das ist nochmal eine andere Welt. Und dann die Schlafmaske. Und wenn es morgens zu heiß wurde, habe ich mich hier wieder raus verzogen aus dem Zelt und hier draußen hingelegt in den Schatten. Das war ganz gut. Und jetzt starten wir langsam aber sicher in den Tag. Und wir sind jetzt auf Tag 5 unserer Bikepacking-Tour. Ja, also weiter geht's. Weiterfahrt. Und ein weiterer unfassbar schöner Strand. Irgendwann denkst du dir, ja, okay, ist ja normal hier. Aber es sieht wirklich aus wie in der Karibik hier mit dem türkisfarbenen Wasser, dem weißen Sandstrand. Und hier in Ramberg riechen wir, warum die Lofoten auch als Speisekammer bekannt sind. Ja, es geht hier um Fisch, um Fischerei und da werden wir jetzt auch einige Orte noch sehen, wo das Thema Fischerei und kleine Fischerhäuschen noch mehr im Mittelpunkt stehen. Und was ihr vielleicht im Video immer wieder gesehen habt, das sind diese Holzgerüste. Und genau dort wird der Fisch aufgehangen, insbesondere im Winter und getrocknet. Und dieser Trockenfisch ist eine Spezialität. Und durch diese Trocknung im Winter wird der Fisch konserviert und ist eine besondere Spezialität, die häufig exportiert wird. Viel nach Italien. Und ja, wir sehen immer wieder die Gerüste hier links und rechts. Im Hintergrund seht ihr noch die Brücken in Richtung Fredwang. Es ist so verrückt, wie sie hier die verschiedenen Inseln verbunden haben. Mit Dämmen, mit Brücken oder eben mit Fährverbindungen. Aber heute ist fast alles befahrbar. Und das ist schon wirklich verrückt in dieser Kulisse. Ja, und an der E10 auch immer wieder das Zeichen, die Busse, die uns hoffentlich dann auch wieder zurückbringen, entweder mit dem Rad
Oder ich fahre ohne Rad zurück und hole unseren Camper nach A, damit wir dann die Räder aufladen können. Aber wir haben gerade glücklicherweise einen Bus gesehen, der hatte Räder hinten drauf geladen. Das heißt, Daumen drücken, dass es auch wirklich klappt. Das wäre das Einfachste, wenn wir beide zurückfahren können. Mit dem Linienbus. Über die nächste Brücke. Galerie mit Aussicht. Jetzt hatten wir gerade auf dem Parkplatz ein total nettes Gespräch mit zwei Reisenden, die gesagt haben, dass sie ein total schönes kleines Häuschen hatten und einen Tag früher abgereist sind und uns empfohlen haben, dahin zu fahren. Und das machen wir jetzt. Wir haben gerade mal bei der Rezeption da angerufen, so ein kleines rotes Fischerhäuschen umgebaut zu einem Apartment. Jetzt haben wir 2 Nächte draußen geschlafen, eine Dusche würde gut tun, etc. etc. Von daher schauen wir uns das jetzt mal näher an. Was für eine schöne Hütte direkt am Meer. Hier machen wir es uns jetzt gemütlich, kochen gleich was, laden alles von den Rädern hier rein, duschen mal ordentlich, waschen vielleicht das ein oder andere Stück und dann abends da raus. Wir haben nachmittags gesehen, dass einige Kajaks unterwegs waren und dachten uns, das wollen wir auch machen, insbesondere bei dem Wetter. Haben bei verschiedenen Anbietern angerufen, 2 Plätze waren frei und los geht's. Jetzt sind wir also im weltbekannten Rheinefjord für 3 Stunden zur Mitternachtssonne mit dem Kajak unterwegs, fahren entlang dieser kleinen Fischerhüttchen, auch Rohrbühr genannt, und unser Guide erzählt uns einiges über die Region, über das Wasser, über Fische, auch über Wanderungen und gibt uns einige Tipps für die Wanderung, die wir am Ende auch machen werden. Also genießen ist hierbei angesagt in der Kulisse des Rheinefjords. Ganz ehrlich, eine schönere Kajaktour kann man sich wohl kaum erträumen. Für die letzte Tagesetappe ist nochmal dichtes Programm geboten. 15 Kilometer über das weltweit bekannte Örtchen Rheine bis zum Ende der Lofotenlinie in A, bevor es auf die faszinierende Wanderung in der Mitternachtssonne geht. Die Waden werden brennen. Tolles Haus, super Empfehlung. Das war so erholsam heute Nacht. Traumhaft. Und damit sind wir angekommen im wohl bekanntesten Ort der Lofoten, in Rheine oder auf Norwegisch Rene. Und der Ort ist deswegen so bekannt, wegen der vielen gut erhaltenen Fischerhüttchen. Ihr seht sie hier rund um mich herum, aber nicht der ganze Ort sieht so aus. Das habt ihr eben vielleicht beim Rheinfahren auch gesehen. Es sind viele auch normale Häuser, auch Infrastruktur, Cafés, und es ist auch ziemlich überlaufen. Das ist insbesondere jetzt zur Hauptsaison so. Die rote Farbe ist übrigens deshalb so, hat uns gestern jemand erzählt, weil es früher die günstigste Farbe war und die weißen Häuser sind den Wohlhabenden vorbehalten gewesen. Die Hütten an sich stehen direkt am arktischen Wasser. Im Winter wird der Fisch gefangen. Man kann sich vorstellen, wie kalt das damals war für die Fischer in diesen Hütten. Und heute, naja, ein wie gesagt sehr beliebtes Postkartenmotiv, ein gutes Fotomotiv. Und das werden wir auch besonders gut sehen, wenn wir am Ende des Videos heute Abend auf dem Rheinebring stehen. Da ist nämlich der Aussichtspunkt. Knapp 1000 Stufen bringen uns dort hinauf.
Und wir fahren jetzt erstmal weiter in Richtung Moskenes und dann bis nach A und zeigen euch die Orte. Kommt mit! Ja, da geht's hoch. 1,1 Kilometer auf zum Berggipfel. Das machen sehr viele, seht ihr hier im Hintergrund auch. Und das natürlich hier zur Primetime, 14:40 Uhr. Wir wollen es heute Abend angehen. Vielleicht ist da etwas weniger los. Wir werden sehen. Wir nehmen euch ja mit am Ende des Videos. Hier im südlichen Teil der Lofoten ist es echt angenehm, dass wir immer wieder die Tunnel umfahren können. Auf alten Straßen, die heute nicht mehr gebraucht werden, sondern heute halt Wander- und Radwege sind. Schlag auf Schlag, Ort nach Ort und nur noch 5 Kilometer, dann sind wir schon angekommen. Es ist geschafft. Wir sind angekommen im Ort mit dem einfachen Namen A. Und dieser kleine Ort ist umgeben von rauer Bergkulisse, direkt am Meer gelegen. Es gibt einen tollen Aussichtspunkt, wo wir hier gerade sind. Da drüben sehen wir, wie die Wolken über die Berge einziehen. Es gibt aber auch verschiedene Museen, wo ihr das Thema Fischfang noch mal näher für euch beleuchten könnt. Und gleichzeitig ist hier auch das südliche Ende der Lofotenlinie und der E10. Diese Straße hat uns jetzt die ganze Zeit begleitet und da drüben ist der Wendepunkt. Wir drehen jetzt auch hier wieder um, fahren ein Stück zurück und dann nehmen wir euch mit auf die Wanderung in Richtung Rheinebringen. Platz gefunden. Es ist so, dass hier im Süden nicht so viele Möglichkeiten zum Camping da sind. Also man kann sich drüben auf den Felsen irgendwo hinbegeben. Da seht ihr auch ein paar Zelte. Es sind aber wenig Flächen, die wirklich irgendwie gerade sind, wo man sein Zelt ordentlich aufbauen kann. Deswegen haben wir uns jetzt hier auch wieder für den Campingplatz entschieden. Das ist eine sichere Variante. Gibt auch abends eine vernünftige Toilette, ist auch in Ordnung. Und so für den letzten Abend und das auch wieder bei dem Wetter, glaube ich, eine mega Option. Das heißt, jetzt wird es aufgebaut und dann geht's zur Wanderung. Die gehen wir dann wieder zum schönen Licht an. Also jetzt haben wir 19 Uhr, ungefähr 20 Uhr wollen wir die Wanderung dann starten. Heißt schnelles Aufbauen. Auf geht's! Räder abgeschlossen, auf geht's! Jetzt habe ich das gerade mal nachgelesen. Erstens, wann die Treppen hier gebaut wurden und durch wen. Weil es ist ja ein Riesenaufwand, diese Treppenstufen hier hochzuschleppen. Zwischen 2016 und 2019 waren nepalesische Sherpa-Teams hier und haben das aufgebaut im Steingelände. In Zusammenarbeit hier mit den norwegischen Behörden. Und ja, das ist wie gesagt eine Hammerarbeit. Und die Sherpas aus Nepal sind das gewohnt, solche Steintreppen in den Berg zu zimmern. Wahnsinn! Wir waren jetzt 6 Tage auf dem Rad unterwegs, 210 Kilometer und sogar ein bisschen mehr haben wir getreten, sind gestern dann auch hier in Rheine angekommen und sind dann mit den Kajaks, da unten sieht man auch gerade ein paar, in der Mitternachtssonne unterwegs gewesen. Ihr habt ja auch im Video gesehen, welches unglaubliche Glück wir mit dem Wetter in den letzten Tagen hatten. Nächste Woche sieht das schon ganz anders aus und das ist hier auf den Lofoten auf jeden Fall zu beachten. Es gab Personen, die mir berichtet haben, dass sie hier in den Lofoten 7 Tage lang nichts gesehen haben. Das heißt, wenn ihr das Ganze plant, nehmt euch ein Zeitfenster, vielleicht von 2-3 Wochen, wo ihr die Möglichkeit habt, diese Tour für euch anzupassen. Und wo wir schon von der Tour sprechen, kommen wir jetzt mal zum Punkt, lohnt es sich? Ich glaube, die Landschaft spricht für sich. Wir haben das hier im Video ja auch gesehen. Das Camping an sich, also mit dem Zelt unterwegs sein zu können und das auch auf vielen Plätzen einfach so machen zu können, spricht auch für sich.
Was aber eben ein sehr einschränkender Punkt ist, das ist die E10, diese eine Straße, die wir hier einfach befahren müssen. Denn auch mit dem Fahrrad ist da nichts anderes möglich. Man muss durch Tunnel, man muss über die Brücken, um da eben von A nach B zu kommen. Und da ist eine Menge Verkehr. Das habt ihr im Video gesehen, das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Wie würden wir jetzt diese Tour bewerten? Machen wir es hier in diesem Video mit einer einfachen Daumenbewertung. Genau. Ja, also geht schon stark nach oben, bei mir so einem 3/4. Der GPS-Track zur Tour ist unten in der Beschreibung zu finden. Falls Fragen da sind, auch gerne in die Kommentare. Und ein weiteres Bikepacking-Video ist hier oben zu finden. Schaut da gerne vorbei. Wir sehen uns und damit viele Grüße von diesem besonderen Punkt hier am Rheinebringen. Ciao.